Der Mann ging an einem kalten, grauen Tag den Pfad entlang. Reiner weißer Schnee und Eis bedeckten die Erde, soweit er sehen konnte. Dies war sein erster Winter in Alaska. Er trug schwere Kleidung und Pelzstiefel, aber trotzdem fühlte er sich kalt und unwohl. Der Mann war auf dem Weg zu einem Lager nahe Henderson Creek. Seine Freunde waren bereits dort. Er erwartete, Henderson Creek an diesem Abend gegen 6 Uhr zu erreichen. Bis dahin würde es dunkel sein. Seine Freunde würden ein Feuer und warmes Essen für ihn bereithalten. Ein Hund lief hinter dem Mann her. Es war ein großes graues Tier, halb Hund und halb Wolf. Der Hund mochte die extreme Kälte nicht. Er wusste, dass das Wetter zu kalt zum Reisen war. Der Mann ging weiter den Pfad entlang und kam zu einem zugefrorenen Bach namens Indian Creek. Er begann über das schneebedeckte Eis zu gehen. Dies war ein Weg, der ihn direkt zu Henderson Creek und seinen Freunden führen würde. Während er ging, betrachtete er sorgfältig das Eis vor sich. Einmal blieb er plötzlich stehen und ging dann um einen Teil des zugefrorenen Baches herum. Er sah, dass an dieser Stelle eine unterirdische Quelle unter dem Eis floss. Dadurch war das Eis dünn. Wenn er dorthin trat, könnte er durch das Eis in ein Wasserloch einbrechen. Nasse Stiefel bei solch kaltem Wetter zu bekommen, könnte ihn töten. Seine Füße würden schnell zu Eis werden. Er könnte erfrieren. Gegen 12 Uhr beschloss der Mann anzuhalten und zu Mittag zu essen. Er zog den Handschuh seiner rechten Hand aus. Er öffnete seine Jacke und sein Hemd und holte Brot und Fleisch hervor. Dies dauerte weniger als 20 Sekunden. Doch seine Finger begannen bereits zu gefrieren. Er schlug seine Hand mehrmals gegen sein Bein, bis er einen stechenden Schmerz spürte. Dann zog er schnell den Handschuh wieder an. Er machte ein Feuer, begann mit kleinen Holzstücken und legte dann größere nach. Er setzte sich auf einen schneebedeckten Baumstamm und aß sein Mittagessen. Einige Minuten lang genoss er die Wärme des Feuers. Dann stand er auf und ging wieder über den zugefrorenen Bach. Eine halbe Stunde später geschah es. An einer Stelle, an der der Schnee sehr fest wirkte, brach das Eis. Die Füße des Mannes sanken ins Wasser. Es war nicht tief, aber seine Beine wurden bis zu den Knien nass. Der Mann war wütend. Der Unfall würde seine Ankunft im Lager verzögern. Nun musste er ein Feuer machen, um seine Kleidung und seine Stiefel zu trocknen. Er ging zu einigen kleinen Bäumen. Sie waren mit Schnee bedeckt und in ihren Ästen befanden sich trockenes Gras und Holzstücke, die frühere Überschwemmungen dort zurückgelassen hatten. Er legte mehrere große Holzstücke auf den Schnee unter einen der Bäume. Auf das Holz legte er etwas Gras und trockene Zweige. Er zog seine Handschuhe aus, holte seine Streichhölzer hervor und zündete das Feuer an. Er nährte die junge Flamme mit weiterem Holz. Als das Feuer stärker wurde, legte er größere Holzstücke nach. Er arbeitete langsam und sorgfältig. Bei 60 Grad unter Null durfte ein Mann mit nassen Füßen beim ersten Versuch, ein Feuer zu machen, nicht scheitern. Während er gegangen war, hatte sein Blut alle Teile seines Körpers warm gehalten. Jetzt, da er stehen geblieben war, zwang die Kälte sein Blut, sich tiefer in seinen Körper zurückzuziehen. Seine nassen Füße waren gefroren. Er konnte seine Finger nicht mehr spüren. Auch seine Nase war gefroren.
Die Haut an seinem ganzen Körper fühlte sich kalt an. Jetzt jedoch begann sein Feuer stärker zu brennen. Er war in Sicherheit. Er saß unter dem Baum und dachte an die alten Männer in Fairbanks. Die alten Männer hatten ihm gesagt, dass kein Mensch allein durch den Yukon reisen sollte, wenn die Temperatur 60 Grad unter Null beträgt. Und doch war er hier. Er hatte einen Unfall gehabt. Er war allein und er hatte sich selbst gerettet. Er hatte ein Feuer gemacht. Diese alten Männer seien schwach, dachte er. Ein echter Mann könne allein reisen. Wenn ein Mann ruhig bleibe, werde alles gut gehen. Die Stiefel des Mannes waren mit Eis bedeckt. Die Schnürsenkel seiner Stiefel waren so hart wie Stahl. Er würde sie mit seinem Messer durchschneiden müssen. Er lehnte sich gegen den Baum, um sein Messer hervorzuholen. Plötzlich und ohne Vorwarnung fiel eine schwere Masse Schnee herab. Seine Bewegung hatte den jungen Baum nur ganz leicht erschüttert, aber das genügte, damit die Äste ihre schwere Schneelast abwarfen. Der Mann war schockiert. Er saß da und blickte auf die Stelle, an der das Feuer gewesen war. Die alten Männer hatten recht gehabt, dachte er. Wenn ein anderer Mann bei ihm gewesen wäre, wäre er jetzt nicht in Gefahr. Der andere Mann könnte das Feuer machen. Nun lag es an ihm, das Feuer erneut zu entfachen. Diesmal durfte er nicht scheitern. Der Mann sammelte mehr Holz. Er griff in seine Tasche nach den Streichhölzern, aber seine Finger waren gefroren. Er konnte sie nicht festhalten. Er begann, seine Hände mit aller Kraft gegen seine Beine zu schlagen. Nach einer Weile kehrte das Gefühl in seine Finger zurück. Der Mann griff erneut nach den Streichhölzern, aber die gewaltige Kälte raubte seinen Fingern schnell wieder jedes Leben. Alle Streichhölzer fielen in den Schnee. Er versuchte, eines aufzuheben, scheiterte jedoch. Der Mann zog seinen Handschuh an und schlug seine Hand erneut gegen sein Bein. Dann zog er die Handschuhe von beiden Händen aus, hob alle Streichhölzer auf und nahm sie zusammen. Er hielt sie mit beiden Händen fest und strich sie an seinem Bein entlang. Sofort entzündeten sie sich. Er hielt die brennenden Streichhölzer an ein Stück Holz. Nach einer Weile bemerkte er, dass er den Geruch seiner verbrennenden Hände wahrnehmen konnte. Dann begann er den Schmerz zu fühlen. Er öffnete seine Hände, und die brennenden Streichhölzer fielen in den Schnee. Die Flamme erlosch in einer Wolke grauen Rauchs. Der Mann blickte auf. Der Hund beobachtete ihn noch immer. Dem Mann kam eine Idee. Er würde den Hund töten und seine Hände in dessen warmem Körper vergraben. Wenn das Gefühl in seine Finger zurückkehrte, könnte er ein weiteres Feuer machen. Er rief den Hund. Der Hund hörte die Gefahr in der Stimme des Mannes. Er wich zurück. Der Mann rief erneut. Diesmal kam der Hund näher. Der Mann griff nach seinem Messer. Aber er hatte vergessen, dass er seine Finger nicht beugen konnte. Er konnte den Hund nicht töten, weil er sein Messer nicht festhalten konnte. Die Angst vor dem Tod überkam den Mann. Er sprang auf und begann zu laufen. Das Laufen ließ ihn sich besser fühlen. Vielleicht würde das Laufen seine Füße erwärmen. Wenn er weit genug lief, würde er seine Freunde am Henderson Creek erreichen. Sie würden sich um ihn kümmern. Es fühlte sich seltsam an zu laufen und seine Füße nicht zu spüren, wenn sie den Boden berührten. Er fiel mehrmals hin. Er beschloss, sich eine Weile auszuruhen. Als er im Schnee lag, bemerkte er, dass er nicht mehr zitterte.
Er konnte weder seine Nase noch seine Finger oder Füße spüren, und doch fühlte er sich angenehm warm und wohl. Er erkannte, dass er sterben würde. Nun, entschied er, dann würde er es wenigstens wie ein Mann hinnehmen. Es gab schlimmere Arten zu sterben. Der Mann schloss die Augen und glitt in den angenehmsten Schlaf, den er jemals gekannt hatte. Der Hund saß ihm gegenüber und wartete. Schließlich rückte der Hund näher an den Mann heran und nahm den Geruch des Todes wahr. Das Tier warf den Kopf zurück. Es ließ einen langen, leisen Ruf zu den kalten Sternen am schwarzen Himmel erklingen. Dann drehte es sich um und lief in Richtung Henderson Creek, wo es wusste, dass es Nahrung und ein Feuer gab.